My name's Adam Jensen. No. You much too old to be him. You must be from Rolling Mills. And please, it's Miss Walters. Brent Radford sent me. Do you remember him? He's a detective. Yes, lovely gentleman. He still has my photos of Adam when he was a baby. Oh, could you be a dear and fetch them for me? I forgot who has them, though. Geben wir die mal. Vielleicht erinnert sie sich dann an Sachen und quasselt die nebenbei aus. Are these the photographs? Oh, yes. Thank you. I haven't seen Adam Jensen in such a long time. Forever, it seems. Such a happy baby. Miss Walters, can you tell me about the boy in those photos? The boy in those photos? Adam. Tragic, really, what happened to his parents. His real parents. His real parents? They died in that fire. Horrible, really. I was there. At least those other cribs were empty. I only had to save Adam. Mrs. Walters, I really need you to focus. What are you talking about? Why, I already told that nice detective all this already. About the experiments and the fire at White Helix Labs. We knew Adam was special. That's why his parents started the fire, so they didn't do the same thing to the next batch of babies. So Adam's real parents were trying to protect him. But from what? Why, from the conspiracy, of course. But I've said too much. Would you be a dear now and go fetch my dinner? Ich will noch mehr wissen. Also, meine leiblichen Eltern haben das Feuer gelegt. Und an mir wurde manipuliert. Miss Walters, please. I know it was a while ago, and remembering all the details might be hard. But do you think you can try and focus for a minute? What did you tell the detective? Well, Mr. Radford and I spoke about many things. But don't you have meals to deliver? And where is my dinner? Okay, einmal bohren wir noch nach. Miss Walters, please. I know it was a while ago, and remembering all the details might be hard. But do you think you can try and focus for a minute? What did you tell the detective? Well, Miss... Okay, die scheint nichts Neues Thank you zu for your haben. time, Miss Walters. Oh, before I forget, if you see Adam, could you please give him this? It's for all the birthdays and Christmases I've missed. I've been saving them. Ja, werde ich ihm geben. I'll Sobald ich ihn sehe. make sure he gets it. Thank you, dear. Why, he must be 12 or 13 by now. Make sure he gets something nice. Ach, okay, das war Geld. Ne. 12 oder 13. Nee, ich glaube, wir sind ein Stückchen älter. So, die kriege ich wahrscheinlich gar nicht mit, wenn wir hinten uns umschauen. Vielleicht hat die ja noch irgendwas... Nee. Nicht unbedingt was Wertvolles. Ich hätte erwartet, dass sie vielleicht noch... Ja, Dokumente ist übertrieben. Aufzeichnungen sind, was auch immer. Pritchard, I need you to assign a temporary security detail to an apartment on Brooklyn Court until I can figure out a more permanent solution. The woman's name is Walters, Michelle Walters. Security detail? What the hell, Jensen? Who is this woman? She's family, but she's vulnerable. I'll explain later. Just do this for me, please. And not a word to Seraph. Can I trust you on this, Pritchard? Christ, Jensen. All right. I'll do it. But there better be a damn good reason for this. There is. I'll fill you in next time I see you. But right now I need to get back to work. And Pritchard, thanks. Yeah. Ich habe doch immer gesagt, Pritchard ist eigentlich in Ordnung. Sehr von sich eingenommen, aber grundsätzlich in Ordnung. So. Warum zum Teufel leuchtet das da so stark?
Da schauen wir doch mal nach. Sieht ja fast nach Brand aus. Waren wir hier nicht vorhin drin? Ja, ja, doch. Das hier ist Redfords Ding gewesen. Das war das Ding. Ja. Okay, doch kein anderer Ort. Ja, sonst haben wir eigentlich aber auch nichts mehr zu erledigen, außer das Hauptquest. Naja. Hier hinten irgendwas Besonderes? Nee. Ich glaube, wir können auch doch hier durch, oder? Oder? Nee, da gibt's keinen Ausgang. Schade. Okay, ein Blick auf die Karte. Innenstadt Apartments vorbei, an der Limb-Klinik und dann sind wir unten vor dem Convention Center. Und ich bin gleich mal gespannt, ob die Polizisten feindlich auf mich reagieren. Denn das wäre böse. Würde das Ganze aber wahrscheinlich sehr interessant machen. Die sind grün, die sind auch noch grün. Und dann ist ja erstmal in Ordnung. Auf diese Laufwege wäre Sprinten ja schon gar nicht schlecht. Da können wir wahrscheinlich gar nicht durch. Okay, sind wir hier schon davor? Ja, sind wir. Okay. Hier lohnt es sich mal eine kleine Pause zu machen. Bis später. So, moin moin, da sind wir wieder. Kippchenpause ist vorbei und wir schauen uns hier mal am Convention Center um. Moin Leute. Can I help you, man? Everything seems to be under control in the convention center. And Taggart? He's on stage now. His protection is deep. Only those with VIP passes can get by the guards. We'll just stay here and make sure none of those hooligans try to sneak in the back door. Ja, ihr bleibt da bitte einfach stehen. Genau, das finde ich gut. Moment, waren wir hier nicht schon? Irgendwie kommen mir diese Toiletten ein bisschen bekannt vor, beziehungsweise dieser Lüftungsschacht. Okay, hier komme ich nur zwischen den Toiletten hin und her. Oder hier oben raus und finde eine Maschinenpistole. Naja, erstmal nehme ich sie mit. Gab zumindest einen kleinen XP-Bonus. Tja. Wahrscheinlich dürfen wir jetzt erstmal seine Rede anhören. Third time this escalator has broken down this week. You think they would actually work and not just sit there looking good? Damn budget cut. Tell me about it. Now with Tja. all the damage out there, I don't. Ja, so schnell glaube ich auch nicht, dass ihr zusätzliches Geld bekommt. Wir können da hoch. Meeting Hall. Moin moin. I know you probably don't agree with what Mr. Taggart has to say, but you can't deny that he's a powerful speaker. Wahrscheinlich. Okay, Meeting Hall, das interessiert mich erstmal. Was zum Teufel ist mit unseren Systemen los? Ich traue
traue dem Ganzen nicht. Haben wir uns ein Virus eingefangen? Okay. Das nenne ich mal eine Lobby. You don't have to get uppity just because I don't agree with you, miss. I'm not getting hot. It just frustrates me how some of you pro-humanists act so superior. Like you have all the answers to every ethical question ever posed. Well, who are you to think you can just turn yourself into robots, abuse drugs, and then think you can function freely in our society? You and that asshole Taggart just try to take away my freedom and see what happens. Tja. Rioters are tearing the city apart. No, I'm sorry, but we're not gonna let you. You're not gonna let me? Ha! I just can't Was zum subscribe to Teufel ist hier Taggart los? opinions. It's like he thinks human development is a sin. I can't believe there are still people out there with such backward mentalities. This UN resolution he wants. Okay, die ist definitiv pro. Plain and simple. The Moin. convention center has been quiet all night. I expect it to stay that way. Understand? Ja, ja, ich verstehe schon. In a non-direct way, he's promoting this kind of reaction. Main Hall ist geschlossen und da ist der andere Weg raus. And I don't blame them. I blame people like Taggart. People who are constantly I'm trying to just divide wondering us when by our Hugh differences. Darrow is going to come out of his shell and take a position. It seems like this whole resolution... Gut, hier haben wir nur ein paar Protestierer. Sonst nichts Wichtiges. I've been a victim of this anti-Aug backlash. I was attacked simply for having... Cost letters posted. Yeah. Backstage area is completely blocked off. Even the janitor can't get back there now. What about the air vents? You're kidding, right? Have you seen the size of those vents? You expect a contortionist or midget is going to try to assassinate Taggart? Don't get smart. Luftschächte. Danke für den Hinweis. Ich bin mir sicher, dass wir uns klein genug machen können. Wahrscheinlich über die Toiletten. Herrentoilette. Da ist das eigentliche Ziel. Okay, sprechen können wir mit dir, oder? Shouldn't be here, sir. Okay, können wir nicht. Schickst uns gleich wieder weg. Ja, Jensens Ziel ist immer erstmal die Damentoilette. Okay, die Lüftungsschächte sind unbenutzbar. Und er geht da zumindest rein. Und wir haben hier einen Lüftungsschacht. Du gehst da mal in Ruhe pinkeln. Und wir schauen mal, wo wir jetzt durchkommen. Turn this off, man. Why? Don't you want to know what's going on out there? Just can't watch these cowards with masks throwing rocks. I believe in their cause, though. I don't feel like being a slave to a bunch of super soldiers in 5 years. Ja, das mag ja grundsätzlich stimmen. Okay, da darf ich definitiv nicht sein, da bin ich mir sicher. Und ich möchte nicht vor denen landen, echt nicht. Ja. Nicht gut ist das nicht. Okay, wir haben viele Augmentierungspunkte. Ich möchte gerne ungesehen landen. Einsatz von 2 Punkten. Und ich hoffe, das bringt mir was. Ah, hier hinter sind wir also.
Gut, theoretisch könnte man wieder hochkrabbeln. Taggart. Hacken wir das Ding mal. Es ist ein Rechner, den man hacken muss. Er ist Stufe 1. Access granted. So, Notfall. Seraph, Sandoval's in Detroit. Hold up in some apartment building on Grand River Road. I'm heading there now. All right. But Adam, you think Taggart's involved? There's no hard evidence yet to prove it. Too bad. But you know there could be. If you upload that data recording you got in Montreal onto his computer... What? You're asking me to frame him? We could lose everything, Adam, given the mood out there. We may have to get our hands dirty to fix it. Well, you got a problem with that? Ehrlich gesagt, habe ich ein Problem damit. Yes, I do. All right. It was just a thought. Seraph out. Ganz ehrlich, ich habe damit ein Problem. Nee. Also, nur wenn er wirklich daran involviert ist. Sir, ich bitte vielmals um Verzeihung, aber ich kann Ihrer Rede heute Abend aus familiären Gründen leider nicht beiwohnen. Einige der Kinder meines Bruders sind außer Kontrolle geraten. Sie werden sicherlich verstehen, warum ich jetzt bei Ihnen sein muss. Sollten Sie mich sprechen wollen, erreichen Sie mich unter der gewohnten Adresse an der Grand River Road, near the Shivan Buildings. Das ist ja dann bei uns so um die Ecke. Das ist alles sehr unfreundlich, aber ich empfinde es als tröstlich, dass all diese Opfer uns helfen, Gott noch besser zu dienen. Mit freundlichen Grüßen, Esaias. Ihr Buch hat mein Leben verändert. Mr. Taggart, ich weiß zwar nicht, ob Sie alle Ihre Mails selbst lesen oder von Ihren Mitarbeitern vorsortieren lassen, aber ich hoffe, dass diese Nachricht erreicht. Ihr Buch, keine Verbesserung. Der Mythos der humanen Augmentierung hat mein Leben verändert. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich Ihnen dafür danke. Ich war nie eine sonderlich attraktive Frau. Ich bin eher der mollige Typ und meine weiblichen Rundungen sind dieser Tage nicht gefragt. Ich habe mich immer geschämt für mein Aussehen und der Art, wie andere Menschen mich ansehen. Jahrelang war ich deshalb besessen von der Operation Augmentierung. Ich hatte zwar weder das Geld noch den Mut, etwas machen zu lassen, aber ich träumte immer von den perfekten Augen, einem perfekten Gesicht, einem perfekten Arm und so weiter und so fort. Ich fand mich selbst abstoßend in der hässlichen Hülle, in der ich gefangen war. Als ich auf Buch gelesen bin, bla bla bla, Fremdkörper nicht menschlich sind, die nicht ich sind, hat es jetzt vorbei. Seit ich mich einer Gruppe von Leuten mit geringem Selbstwertgefühl, oh ja, da gehörst du hin, angeschlossen habe, geht's aufwärts. Ich bin einer der größten Fans und finde, das sind eine lebende Legende. An sie werden sich die Menschen noch in Hunderten von Jahren erinnern. Ja, solche Anhänger hat er wahrscheinlich auch. Wie auch immer, wie Gottes Arschloch. Es tut mir leid, dass Sie das so sehen, Mr. Streis. Sehr sogar. Und obwohl mir klar ist, dass ich damit nur meine Zeit verschwende, möchte ich Ihnen meinen Standpunkt noch einmal erläutern. Ich glaube an Gott, wie Sie sehr richtig bemerken, und an die Unantastbarkeit der menschlichen Körpers. Und obwohl dies wohl meiner mormonischen Erziehung geschuldet ist, hat es nichts mit meiner Ablehnung der humanen Optimierung zu tun. Die Basis meines Glaubens und somit der eigentliche Auslöser für die Gründung der Humanitätsfront waren meine persönlichen Erfahrungen in den Monaten nach dem Tod meiner Frau und in den Jahren danach während meiner Tätigkeit als Psychologe. Vielleicht sollten Sie mein Buch also noch einmal lesen und Ihre Behauptungen überdenken. Ich könnte Ihnen natürlich auch raten, das Buch erst einmal zu lesen, was Sie definitiv nicht getan haben. Aber das wäre doch recht unhöflich, nicht wahr? Nichtsdestotrotz finde ich es gut, wie Sie für Ihre Überzeugung eintreten und die Diskussion mit Andersdenkenden führen. Mit freundlichen Grüßen, William Taggart. Hier ist die Ostküste, Taggart. Wir sind liberal und wir genießen unsere Freiheit. Gehen Sie zurück nach Utah mit Ihren 12 Frauen und anti-evolutionistischen Thesen. Sie blöder Glaubenseiferer. Ihr Buch ist scheiße. William Taggart, ich sag's nochmal, wir sollten bis zur Abstimmung warten.
bis zu einem gewissen Punkt kann ich ihre Vorsicht ja verstehen. Hongkong wahrscheinlich. Wer weiß, das ist ein Fehler. Wir müssen jetzt handeln, und zwar so schnell wie möglich. Warum? Was, wenn wir geschnappt werden? Werden wir nicht. Ihr Selbstvertrauen möchte ich haben. Sie haben das nicht zu entscheiden. Ich sage Ihnen, die Leute werden zuhören. Sie sind bereit. Das ist ein Fehler. Zu Händen Präsident Geschäftsführer. Vertrauliches Angebot. Das ist Spam. Und dann bin ich ja gespannt. Ich glaube nicht, dass ich hier durch will. Falschtaste. Da ist eine Kamera. Ne, hier will ich nicht eindringen. Also könnte ein geiles Feuergefecht geben. Okay, es geht sogar beides an. Ja, komme ich hier eigentlich wieder raus? Okay, Tür machen wir mal dicht und ich versuche mal mit Hilfe dieser Kiste da wieder rauszukommen. Mit der Sprungoptimierung könnte das klappen. Versuch Nummer 1. Ich sollte nicht. Mich nicht ducken. Aha. Sehr schön. Ich sehe jetzt keinen Grund, die Leute da außer Gefecht zu setzen oder irgendwas anderes. Machen ja nur ihren Job. Wo bin ich denn hier dann? Nee, das ist der andere Ende dieses Raums wahrscheinlich. Dann gehen wir einfach ganz normal hier wieder zurück und raus. So. Ich glaube jetzt nicht, dass da Hinweise sind, dass Taggart in irgendwas involviert ist. Hier ist abgeriegelt, komme ich durch? You got a lot of nerve showing your hands or face here. Ja und? Ich kann mir trotzdem andere Meinungen anhören, oder nicht? Gut, dann mal raus hier. Sorry Leute, auf der Durchreise. Patch me through. Zu was? Jensen? I almost didn't recognize you. Jesus, Mary, and Joseph, what are the chances? Do you remember me? I was a rookie when you still rolled in SWAT. Nikki. Of course I remember you. How you been? The brass got you on ride control too? Yeah, I am. Or I was until... Damn it. Look, something big is going down, and I'm kind of freaking out here. You remember that MCBer, Jacob White? You busted him a couple of times. Yeah, I remember him. Assault and possession. He's still running rackets? No, I mean, yeah, shit, I don't know. Anyway, it doesn't matter, because he's moved on to bigger things. Nikki, slow down. Listen, hear me out. I just got word he has his hands on some real military-grade explosives. The prick's got a fucking bomb, Adam. And you know how much he hates the PD. He's going to hit us while we have our pants down with the riots. You gotta help us out here. Nikki, I'm kind of busy. If he's got a bomb, just call it in and follow procedure. What do you think I've been doing? I've been on the horn all night, and my CO already sent a patrol over to Jacob's house.
We've got a warrant, so they searched the place. But nothing came up. Not even Jacob. Now they're saying my CI is probably full of shit and just fucking with me. Bullshit! Jacob's using the riots as cover. And he's going to hit us. And hit us hard. Adam, I need you to trust me on this. You gotta help me find Jacob. Erstmal ein bisschen über die Leute. Den Jacob White. I have to admit, Nikki, I'm having a hard time believing White could come up with something like this. He can barely tie his own shoelaces without tripping all over himself. That was then. This is now. After his last stint in Standish, he got bug-eyed crazy. Started talking about how the gang war in Derelict Row was all part of a government plot, and it's time he did something about it. I remember him saying that augmented kid we took down last year was a cover-up. Exactly! And he's been railing against Wayne Haas, the PD, and anyone else involved in that ever since. I'm telling you, Adam, he's been getting more and more violent. Now he's got explosives, and we've got a giant bullseye painted on our ass. Wir sollten uns den vielleicht wirklich einfach mal anschauen. Egal, ob er jetzt Sprengsätze hat oder nicht. Dein Informant. So why is it nobody trusts your source? He used to run with White's old crew, but he's a 3-strike pert facing a dime on some damn parole violation. He's trying to cop a deal, so nobody trusts him. Thing is, I know he's reliable. He hasn't bullshitted me yet, and I don't think he's doing it now. Woher soll die Bombe haben? How did White even manage to get his hands on explosives? My source says he got the bomb materials from some government stash out in Highland Park. It's all I know so far. But it all fits! He was last seen ranting at a rally about shattering the foundation of the hypocrisy or some bullshit like that. You know, quoting Che Guevara and talking about violent revolution. Did he have the shirt, too? What? Anyway, he practically named the date and time of this reckoning. And it's tonight. It has to be. Okay. Noch ein paar Details zur Aufgabe. Noch irgendwelche Informationen, die ich gebrauchen könnte. What is it exactly that you need me to do? You mean you'll help me out? Really? I didn't say that. Assuming I did agree to help, what would you need me to do exactly? Oh. Well, based on Jacob's history and his new political agenda, I can almost guarantee he's going after cops. I've warned everyone working street detail and anyone else who'd listen to keep an eye out. But with half the force tied up with the protests and rioting, I can't get the manpower for a proper search. I need you to check a few spots my CI thinks Jacob could be at, and take care of the threat if you can. Even if you find nothing, great. It put my mind at ease at least. Okay. Belohnung interessiert mich nicht. Nehmen wir an. Fine. I'll help. Let's go over what we know. Just the facts. What we know? Just the facts? What we know is he's certified batshit crazy, hates cops, quotes Che Guevara, and got his hands on military-grade explosives. What more do you need to know? Oh, Christ, man. I've got nobody to help me, and I can't even breathe. How am I supposed to find this guy? The bomb could be right under us, right now! Reiß dich zusammen, Junge. Nikki, relax. Keep it together. I'm trying, Adam. I don't think I'm cut out for this kind of stuff. People could die. We could die. Just focus, okay? We know that White hates cops, so his first target is probably going to be the precinct or somewhere nearby. Make sense? Yeah, okay. But it could be anywhere. He wouldn't risk going to the precinct. Too many people would recognize him. That leaves the transit station, the sewers, and the alleys around the precinct. Look, I need to stay here and report any leads to my CO. Can you check those locations for Jacob? Or his bomb? Gibt's sonst noch irgendwas, was du vielleicht vergessen hast? No problem. Anything else you can give me? I don't know. You remember what White looks like, right? Tall, Caucasian, skinhead? He's not the quietest guy, so you'll probably hear him before you see him. Yeah, a real philosopher king. I remember. Yeah, so if you just keep your eyes and ears open, I'm sure you'll find him. Also, I heard he's had some major augmentation work done. I'd be extra careful around him. I think the White we used to know has been replaced with something much worse. Got it. I know it's a long shot, but I'm hoping we get back up to expand the search. In the meantime, we can check those areas, and who knows, maybe we'll catch a break. Oh, and Jensen, please don't turn him into a martyr. I'd prefer him breathing. Ah, sollst ihn so kriegen. Okay.
Die Punkte können wir wahrscheinlich zuerst abarbeiten. Denn Verrückten mit einer Bombe rumlaufen zu lassen, nee, das geht jetzt nicht klar. So, wo wäre eigentlich das Hauptquest? Nee, Sidequest. Und nochmal, okay, da.